Hi, ich bin Bennett und das hier sind 7 Umbauten, die ich an meinem Motorrad echt lieben gelernt habe. Gründen relativ easy. Eine schnelle Verbreitung ist, glaube ich, selbst erklären. Keiner kennt die Marke. Ich habe die irgendwo auf Kleinanzeigen gefunden. Ist aber neu. Das lohnt sich egal von was. Als zweites habe ich hier die äh, Blockbuster-Angriffe. Für richtig krasse Innovisten lohnt sich das wahrscheinlich, die von vornherein gleich zu tauschen. Ich habe sie jetzt erst getauscht, als ich meine Originalsachen kaputt gemacht habe. Mit dem Alurahmen und diesen tauschbaren Plastikdingen, die sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Das lohnt sich. Hier vorne ist die Connect-Halterung mit Antivibrations- und Wireless Charging. Das ist so positioniert, dass das Handy möglichst aufrecht und hochkant an dem Motorrad sitzt. Das hat den Hintergrund, je flacher es ist, desto größer ist die Sonneneinstrahlung, desto eher hast du diesen Einbrenneffekt. Und es ist hochkant, weil die optischen Bildstabilisatoren in den Kameras werden für Queraufnahmen verbaut. Und das heißt, wenn das Handy jetzt quer sitzt und dann immer vibriert, wird zwangsläufig irgendwann dieser optische Bildstabilisator kaputt gehen. Und das wollen wir nicht. Deswegen Handys immer möglichst hochkant, möglichst aufrecht am Motorrad montieren. Da tut es aber auch wieder andere Kunden für den Vibrationskontakt. Egal ob es das mit Connect oder Quadlock. Peak Design, glaube ich, auch noch sehr, sehr gute. Als mein absolutes Favorite ist hier ganz vorne in der Mitte. Das ist eine Bohrsteckdose mit zweimal USB-A Fast Charge 3.0. Die hat den Vorteil, dass sie halt zweimal Fast Charge hat, ja. Aber die hat vor allen Dingen den Vorteil, für mich ist es jetzt relativ egal, weil ich die auf Zündungsplus hier verschaltet, aber wer das nicht möchte und hier einen Schaltanruf basteln will, die kann man auch direkt in die Batterie klemmen, weil die recht einen separaten Ein-Ausschalter hat. Kann man hier quasi auch komplett alle möglichen Kriegsstürme oder sowas verhindern. Komplett wasserdicht. Total top gibt es auch in der Version mit USB-C und USB-A. Ich habe jetzt in die Doppel-USB-A-Version, kann ich die nur zum Laden nehmen. Die nehme ich zum Laden für das Handy, wenn ich es schneller brauche. Also schneller geladen brauche, weil ich filme mit der Kamera auch viel. Wenn Fast Charge da nicht hinterherkommt, dann stecke ich doch das Kabel an und ich habe ja mein ganzes Kamera-Equipment im Tankrucksack. Da habe ich auch immer ein Ladegerät dran, sodass quasi ständig während der Fahrt die Akkus laden. Als nächstes Sitzbank. Das braucht man wahrscheinlich nicht für jedes Motorrad. Aber gerade für die Epica Twin mit der Originalsitzbank, das ist jetzt ein 2016er hier, ist die Originalsitzbank schon arg hart. Vor allen Dingen, wenn man jetzt in Österreich oder in Süddeutschland wohnt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so notwendig. Aber ich komme ja wohne jetzt in Norddeutschland. Ich habe für die meisten Touren mal locker den ersten Tag so eine Anreise von 1000 Kilometern. Und da lohnt sich die Investition in eine richtig, richtig gute, schöne Sitzbank, mit der man richtig Kilometer auf der Autobahn fassen kann. Schon sehr. Die ist jetzt von Touratech. Die kosten Schweinegeld, wenn man sie neu kauft. Die kriegt man aber auch bei Kleinanzeigen sehr, sehr günstig. Also im Verhältnis jedenfalls. Ich glaube, die kosten neu über 500 Euro. Ich habe sie für unter 200 bei Kleinanzeigen bekommen. Da lohnt es sich auf jeden Fall, für Motorradteile zu shoppen. Dann unter der Sitzbank habe ich hier mir noch verkabelt ein Universalanschlussgerät für Strom. Ich weiß nicht den angeschnittenen Namen, ich habe vergessen, wie der heißt. Das nutze ich vor allen Dingen für das Laden im Winter. Also hier kann ich einfach ein Ladegerät dran stecken. Aber ich könnte hier auch, wenn ich mal irgendwann den Plan verfolge, mir für das Top-Case nochmal mehr Kamera-Equipment beziehungsweise auch was zum Laden für einen Laptop oder sowas dran zu machen. Da könnte ich zum Beispiel ohne Probleme auch einfach noch so eine Bohrsteckdose dran machen und dann ein Kabel durchführen. Kann man hier hinten noch was mit Strom. Oder Stichwort Diebstahlsicherung.
Ich habe mir noch, weil die Sozius-Sitzbank immerhin mit 2 Schrauben gesichert ist, hier so ein AirTag drunter geklebt. Ob jetzt der AirTag nicht was hilft, das weiß man immer nie so richtig, aber ich will wissen. Und wenn man hier halt nicht so einfach rankommt und vielleicht mal rausfindet, der ist halt nicht und wir ist unter der Sitzbank oder so, sondern man muss halt schon mal ein bisschen danach suchen. Das sind alle Modifikationen, die ich an dem Motorrad gemacht habe. Wenn ihr noch coole Tipps habt, sagt es mir gerne. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao.